Kennst du das Gefühl, wenn du endlich eine große, schwere Prüfung bestanden hast? Oh ja, wenn diese ganze Last einfach von den Schultern fällt. Genau. Du bist glücklich, aber dann kommt sofort der nächste große Stress. Das allererste echte Vorstellungsgespräch. Ein sehr bekannter Moment im Leben. Und genau darum geht es heute. Und wir klären nebenbei auch, warum süßes Popcorn im Kino vielleicht eine geheime Waffe für dieses Gespräch sein könnte. Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive. Schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir starten, eine kurze Info für dich. Wenn du dein Deutsch verbessern willst, vergiss nicht, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Das hilft wirklich sehr. Auf jeden Fall. Und unsere Analyse heute ist perfekt für dich, weil wir genau auf dem Sprachniveau A2 und B1 bleiben. Wir nutzen einfache Worte und erklären alles ganz klar. Richtig. Wir haben heute eine super interessante Quelle. Genau, ein ganz alltägliches Gespräch zwischen zwei Freunden. Auf der einen Seite eine junge Frau, die gerade ihr Lehramtsstudium beendet hat. Und auf der anderen Seite ein sehr erfahrener Deutschlehrer. Unsere Mission heute ist einfach. Wir analysieren dieses Gespräch, um gute Wörter für den Alltag zu lernen und natürlich, um echte Tipps für das Berufsleben in Deutschland zu sammeln. Okay, lass uns das mal genauer betrachten. Sehr gerne. Das Tolle an dieser Quelle ist nämlich, dass sie so real ist. Wir lernen nicht nur Vokabeln, sondern wir sehen, wie echte Menschen sich gegenseitig helfen und Mut machen. Total. Fangen wir mal chronologisch an. Die junge Frau hat alle Klausuren an der Uni bestanden. Ein toller Meilenstein. Absolut. Aber das Studentenleben war vorher kein Urlaub. Sie hat erzählt, dass sie sehr lange als Kellnerin in einem Restaurant gearbeitet hat, um das Studium zu bezahlen. Das ist hart. Und ihr Freund, der erfahrene Lehrer, war früher Barkeeper. Ja, und das ist der Wahnsinn. Er hat manchmal bis 4 Uhr morgens gearbeitet und dann saß er um 8 Uhr schon wieder in der Universität. Genau, 4 Stunden später. Das Studentenleben ist oft wie ein ständiger Balanceakt zwischen dicken Büchern und, schweren Tabletts voller Getränke. Das hast du schön gesagt. Danke. Aber ich frage mich da wirklich, warum erinnern sich Menschen oft so positiv an diese extrem anstrengenden Studentenjobs? Sie sprechen beide mit einem Lächeln darüber. Was hier wirklich faszinierend ist, ist die Psychologie dahinter. Solche harten Jobs bauen etwas sehr Wichtiges auf. Resilienz. Resilienz. Also psychologische Widerstandskraft, richtig? Genau. Man lernt dort nicht für die Uni, sondern für das echte Leben. Ah, okay. Wenn du nachts im Restaurant arbeitest, musst du im Team funktionieren, du lernst Verantwortung. Mhm. Und man lernt wahrscheinlich auch den Wert des Geldes kennen, oder? Auf jeden Fall. Wenn du für wenig Geld stundenlang läufst, gibst du es danach anders aus. Das stimmt. Und Sie haben ja auch viel zusammengelacht. Die Witze mit den Kollegen. Ja, das ist ein Überlebensmechanismus. Gemeinsames Lachen baut Stress ab. Und diesen Stressabbau braucht die junge Frau jetzt auch dringend. Denn sie sucht ja jetzt einen Job als Deutschlehrerin. Eine große Veränderung. Ja, und nächste Woche Mittwoch um 9 Uhr hat sie ihr erstes echte Bewerbungsgespräch. Sie ist natürlich super nervös. Das ist auch völlig normal. Der erfahrene Lehrer gibt dir da wirklich gute Tipps. Genau, und Regel Nummer 1 bei ihm ist ganz klar Pünktlichkeit. Oh ja, Pünktlichkeit zeigt sofort, dass man seriös und verantwortungsbewusst ist. Besonders in Deutschland. 5 Minuten vor der Zeit ist die deutsche Pünktlichkeit, sagt man ja immer. Richtig. Und er sagt auch, sie muss ehrlich sein und ihre Stärken betonen. Da hat sie schon gut geübt. Sie sagt in dem Gespräch, sie ist empathisch, geduldig und hilfsbereit. Sehr wichtige Eigenschaften für eine Lehrerin. Und sie nennt sich selbst stolz eine Grammatikexpertin. Ihr Unterricht ist sehr dynamisch. Das zeigt Selbstbewusstsein. Das gefällt Arbeitgebern. Ja, das finde ich auch. Aber dann gibt es einen Punkt in der Quelle, bei dem ich wirklich protestieren muss. Oh, welcher Punkt ist das? Es geht um die Kleidung. Sie fragt, ob sie eine blaue Jeans und ein weißes Hemd anziehen soll. Mhm. Und er sagt sofort nein. Er rät ihr zu einer dunklen Hose und einem weißen Hemd. Moment mal. Ist eine dunkle Hose nicht ein bisschen zu langweilig und streng für einen kreativen Beruf wie Lehrerin? Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sieht die Sache etwas anders aus. Wie meinst du das? In Deutschland ist beim ersten Eindruck die Seriosität extrem wichtig. Seriosität, also dass man ernst genommen wird. Genau. Du zeigst damit Respekt vor der Institution. Eine blaue Jeans wirkt oft noch zu sehr nach Freizeit. Ah, verstehe. Man kann später im Job, wenn man den Vertrag hat, jeden Tag seine Persönlichkeit zeigen. Aber für dieses eine Gespräch spielt man nach den Regeln des Arbeitgebers. Okay, das leuchtet ein. Also lieber etwas konservativer anziehen, um auf Nummer sicher zu gehen. Exakt. So.
Outfit steht, die Stärken sind klar. Aber wie geht man mit dieser schrecklichen Nervosität am Abend davor um? Ablenkung. Richtig. Die beiden verabreden sich für Dienstagabend, also den Abend vor dem Gespräch, um ins Kino zu gehen. Eine sehr gute Strategie für die psychische Gesundheit. Sie wollen ins Palais-Kino im Stadtzentrum. Aber sie müssen sich erstmal auf einen Film einigen. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Nee, gar nicht. Er sagt sofort, er will keinen Actionfilm sehen. Er mag diesen einen bekannten, sehr muskulösen Actionstar überhaupt nicht. Und was will sie sehen? Sie hätte am liebsten eine Liebeskomödie. Aber sie finden dann einen tollen Kompromiss. Was schauen Sie sich an? Einen historischen Film über einen mazedonischen König. Kein reiner Actionfilm, aber auch keine reine Romanze. Sehr diplomatisch. Und sie gehen schon um 17:30 Uhr ins Kino, weil sie ja am nächsten Tag früh fit sein müssen. Sehr professionell geplant. Aber jetzt kommt die wichtigste Frage überhaupt. Süßes oder salziges Popcorn? Ach, die ewige Diskussion. Popcorn-Geschmack ist fast wie eine Religion, oder? Süß oder salzig, da gibt es keine Kompromisse. An den Zuhörer gerichtet, was isst du eigentlich lieber? Schreib dir das mal kurz auf. Ich persönlich bin da sehr offen. Aber die junge Frau in der Quelle liebt ja süßes Popcorn. Genau. Und er, der Lehrer, mag lieber das salzige Popcorn. Und er erzählt dann eine sehr interessante Geschichte dazu. Ja, die Geschichte mit seiner Mutter. Genau. Er erzählt, seine Mutter war früher sehr streng. Sie durften als Kinder kaum Süßigkeiten essen. Und im Kino gab es dann immer nur ganz kleine Portionen von salzigem Popcorn. Das ist psychologisch wirklich spannend. Warum? Weil es zeigt, wie sehr unsere Kindheit unsere kleinen Freuden als Erwachsene prägt. Ah, weil die Mutter so streng war. Genau. Diese strengen Regeln machen das salzige Popcorn für ihn zu etwas ganz Besonderem. Es ist ein Ritual der Belohnung. Und Rituale helfen gegen Stress. Absolut. Wenn man unter Druck steht, braucht das Gehirn solche kleinen Fluchten und Sicherheiten, um sich zu beruhigen. Das Kino und das Popcorn sind also quasi Medizin gegen die Prüfungsangst? Kann man so sagen, ja. Okay, das Kino ist dann früh vorbei. Und das ist auch gut so, denn wir erfahren in der Quelle etwas über den Alltag von diesem Lehrer. Und da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Wegen seiner Aufstehzeit. Ja. Der Mann steht jeden einzelnen Tag um 5:30 Uhr auf. Eine sehr disziplinierte Morgenroutine. Er trinkt Kaffee, macht Sport und dann unterrichtet er direkt online. Aber jetzt kommt meine Frage. 5:30 Uhr aufstehen, das ist doch mitten in der Nacht. Für viele Menschen ja. Wie kann man so viel Energie haben, ohne komplett auszubrennen? Ist das nicht ein direkter Weg in den Burnout? Das wirft eine wichtige Frage auf. Den Unterschied zwischen Stress durch Zwang und Energie durch intrinsische Motivation. Intrinsische Motivation, also Motivation, die von innen kommt? Richtig. Wenn man seinen Job hasst und nur wegen des Geldes so früh aufsteht, wird man krank. Klar, das macht keinen Spaß. Aber wenn man seinen Job liebt und einen echten Sinn darin sieht, so wie dieser Lehrer, dann gibt die Arbeit Energie zurück? Ganz genau. Er sagt ja selbst, es macht ihn unglaublich glücklich, wenn Schüler ihm schreiben, dass sie die Grammatik endlich verstehen. Und dass sie im Alltag besser Deutsch sprechen können. Das ist sein Motor. Das schützt ihn vor dem Burnout. Das ist wirklich inspirierend und er behält dieses Wissen ja nicht nur für sich. Nein, er ist ein echter Mentor. Total. Er ist so begeistert von ihrem Potenzial, dass er ihr am Ende sagt, sie soll ihren Lebenslauf an seine eigene Sprachschule schicken. Eine tolle Geste. Er unterstützt sie aktiv. Wirklich schön. So, damit sind wir fast am Ende unserer heutigen Analyse. Fassen wir mal kurz zusammen, was du, lieber Zuhörer, heute lernen konntest. Wir haben viel abgedeckt. Auf jeden Fall. Wir haben gesehen, wie harte Zeiten als Student, wie das Kellnern, extrem wichtig für unsere psychologische Stärke sind. Die Resilienz. Genau. Dann die wichtigsten Tipps für ein seriöses Vorstellungsgespräch in Deutschland. Pünktlichkeit, ehrliche Stärken und die richtige, seriöse Kleidung. Sehr wichtige Punkte für den Arbeitsmarkt. Und wir haben gelernt, wie wichtig bewusste Pausen sind. Ein Kinoabend mit Popcorn ist keine Zeitverschwendung, sondern kluges Stressmanagement. Und natürlich, dass wahre Leidenschaft für den Job einem Energie gibt, anstatt sie nur zu nehmen. Besser kann man es nicht sagen. Egal, ob du gerade Deutsch auf A2 oder B1 lernst, einen neuen Job suchst oder einfach deinen Alltag organisieren willst, diese Prinzipien helfen dir überall. Dem stimme ich voll und ganz zu.
Aber bevor wir uns verabschieden, hast du noch einen letzten Gedanken für unsere Zuhörer? Ja, wenn du morgen früh um 9 das wichtigste Gespräch deines ganzen Lebens hättest. Oh, spannende Frage. Welchen Film würdest du dir heute Abend im Kino anschauen, um deinen Kopf wirklich komplett frei zu bekommen? Gute Frage. Und würde dir dieser bestimmte Film wirklich helfen, am nächsten Morgen fokussierter und besser zu sein? Denk mal darüber nach. Welcher Film ist dein Geheimrezept gegen Stress? Das war's für heute. Vergiss nicht, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, um keinen weiteren Deep Dive zu verpassen. Genau. Und das komplette Transkript der Originalquelle findest du auf der Website der Ersteller. Schau dir das in Ruhe an, um alle neuen Vokabeln noch einmal zu lesen und zu lernen. Viel Erfolg beim Deutschlernen und bei euren eigenen Gesprächen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Auf Wiedersehen.